Hallo, mein lieber Zwilling, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Zwilling, ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr 2025 und ich hoffe ganz fest, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr mutig bleibt und im Vertrauen bleibt und euch getraut, euren Weg zu gehen, den ihr auch gehen möchtet. Lieber Zwilling, wir schauen uns heute dein Jahr 2025 an. Bitte denk daran, das ist eine allgemeine Legung und das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Das ist aber völlig in Ordnung. Nimm nur das an, was zu dir gehört. Falls du dich für das Thema Karma, Lernaufgaben interessierst, folge mir gerne auf Instagram. Dort teile ich immer wieder mal Beiträge zu diesen Themen. Den Link findest du unten in der Infobox. Lieber Zwilling, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, als ich mich so ein bisschen eingestimmt habe auf deine Energie, dass im Jahr 2025, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du wirklich dich mitteilst. Schlucke nicht mehr herunter. Halte dich nicht zurück. Weil ich habe das Gefühl, bei einigen liegt etwas auf dem Herzen und man hält sich schon wieder zurück. Nicht zurückhalten. Ganz, ganz wichtig. Weil ich nehme so leichte Halschakra-Blockade bei einigen wahr, dass man was zurückhält. Vielleicht ein Bedürfnis, eine Wahrheit, ein Anliegen, was auch immer. Nichts zurückhalten. Schauen wir mal. Lieber Zwilling, dein Jahr 2025. Was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Lieber Zwilling, wir haben einmal 9 des Denkens und öffne dich dem Erfolg. Lieber Zwilling, hör auf, so hart mit dir selbst umzugehen und richte deine Gedanken auf etwas Positives. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Das Schlimmste zu erwarten bringt gar nichts. Wisse, dass der Himmel eine Lösung anbieten wird, falls du vor Sorgen wegen eines Problems nachts nicht schlafen kannst. Übergib das Problem deinen Engeln. Lieber Zwilling, falls du im Jahr 2025 mal eine Situation erleben solltest, wo du dich etwas verloren fühlst oder du nicht mehr weiter weißt, hol dir wirklich Unterstützung aus der geistigen Welt. Rufe deinen Schutzengel, deinen Geistführer oder wenn du dich zu einem anderen Wesen oder höherem Machtwesen äh, verbunden fühlst, rufe es und frage aktiv nach Unterstützung. Frage nach einem Zeichen. Sag, was das Problem ist, wobei du Unterstützung brauchst. Weil ich sage das immer wieder, wir vergessen das oft. Wir haben die Perspektive der Erde. Wir kennen unseren Seelenplan nicht. Aber unsere geistigen Begleiter, die kennen unseren Seelenplan. Die haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Für die macht alles Sinn und ist alles logisch. Für uns aber nicht, weil wir den Weg nicht kennen. Und darum ist es wichtig, dass du es explizit auch mitteilst. Hey, ich komme nicht mehr weiter, so und so. Bitte um eine Unterstützung, bitte um ein Zeichen, dass ich Klarheit habe. Frage aktiv. Weil ich sehe oft, dass viele das Gefühl haben, sie bekommen keine Unterstützung, aber sie vergessen nach Unterstützung zu fragen, weil sie haben eben halt eine andere Perspektive auf die Dinge als wir. Das deshalb. Also frage immer wieder um deine Unterstützung. Du kannst auch deine Ahnen fragen. Einfach dort, wo du dich hingezogen fühlst. Wenn es eine spezielle Religion ist, dann kannst du dort um Unterstützung fragen. Einfach dort, wo du dich zugehörig fühlst. Ganz, ganz wichtig.
Lieber Zwilling, öffne dich dem Erfolg. Schau dir all die wundervollen Dinge an, die du tun kannst, wenn du auf deine göttliche Führung hörst. Du hast so viele verschiedene Prioritäten ins Gleichgewicht gebracht und wunderbare Erfolge damit gehabt. Du wirst bald viel Anerkennung und Lob erhalten. Es gibt keinen Grund für dich, ängstlich oder schüchtern zu sein. Gestatte anderen, dich mit der Dankbarkeit zu überschütten, die du verdienst. Halte dich nicht zurück. Ich habe das Gefühl, du darfst dir viel mehr auf die Schultern klopfen. Viel, viel mehr stolz auf dich sein. Halte dich nicht zurück. Sei stolz darauf, was du tust, was du vollbringst. Ganz wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass du dich viel mehr öffnen darfst für deine Träume. Ich sehe, dass jemand noch ganz fest klein denkt, sich nicht getraut, in die Größe zu kommen, weil man vielleicht schon ein schlechtes Gewissen hat. Erlaube dir, in deine Größe zu kommen. Erlaube dir Großes zu manifestieren. Weil ich sehe, die Karte möchte ich daran erinnern, dass du eigentlich so weit bist. Du bist so weit. Du darfst mehr wollen. Du darfst wirklich mehr wollen. Du darfst mehr von einer Beziehung wollen, mehr von einer Verbindung wollen, mehr vom Leben wollen, mehr von Gesundheit, Familie, Beruf wollen. Wirklich. Du darfst. Also da keine Hemmung haben. Schauen wir mal, lieber Zwilling, was gibt es sonst noch? Wir haben die Überfahrt, Initiation und der Schoß des Kosmos, das göttliche Weibliche. Ja, mehr nach dem Inneren handeln. Die Karte möchte ich wirklich daran erinnern, dass es auch Zeit ist, vielleicht ab und zu wie über eine Brücke zu gehen, das heißt wie zu neuen Ufern zu gehen, also eine neue Richtung vielleicht auch anzustreben oder dass der Weg sich erweitern darf. In die, ja, vielleicht auch Wachstum, nimm Wachstum wahr. Du darfst wirklich wachsen, auch von innen her nach außen. Halte dich nicht zurück. Eben dieses Zurückhalten nehme ich ganz stark wahr. Du musst dich nicht zurückhalten. Du darfst wirklich liebevoll über dich hinauswachsen. Sei das beruflich oder generell, egal wo dein Thema ist. Da musst du gar kein schlechtes Gewissen haben oder dich irgendwie zurückhalten. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, Zwilling? Dein Hauptthema, was dich das Jahr also während dem Jahr 2025 begleitet. Nehmen wir noch eine. König der Münzen und Acht der Münzen. Also falls du finanzielle Themen hast, sehe ich hier, dass ganz stark das Thema Finanzen da liegt. Vielleicht auch finanziell mehr erreichen, also mehr generieren, Geld generieren, mehr Geld erhalten oder Geld halten eben. Balance, Stabilität. Ganz stark das Thema Stabilität begleitet dich und das Thema Engagement, etwas dafür tun. Und ich sehe, dass du die Kraft dafür hast, Stabilität zu bekommen. Sei das beruflich, finanziell oder auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass hier Stabilität kommen möchte. Erdenergie, vielleicht könnte auch ein Erdzeichen-Thema sein. Also stark die Energie der Arbeit liegt da, aber positiv gesehen. Schauen wir mal, König der Münzen. Ja, vielleicht sogar etwas Neues lernen. Also wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, etwas Neues zu lernen oder bereits Gelerntes umzusetzen, dann tu es unbedingt. Ich sehe hier Erfolg, wenn du dich bemühst. Ich sehe auch, dass sich eine Stagnation auflöst, die dich schon länger begleitet hat. Eine Stagnation löst sich auf und es entsteht wie ein Fundament. Sehr gut. Schauen wir mal, was sind denn deine Herausforderungen, lieber Zwilling, deine Blockaden, die dich begleiten im Jahr 2025, wo du hinschauen darfst. Deine Herausforderungen.
Königin der Stäbe. Ja, ein bisschen aufpassen, dass du nicht ein Roboter wirst. Also nicht, dass du plötzlich so getaktet wie ein Roboter durchs Leben gehst, nehme ich wahr. Behalte dein inneres Feuer. Verlier dein inneres Feuer nicht. Ganz wichtig. Es muss Spaß machen. Freude daran haben. Wenn du merkst, dass es sich nach Müssen anfühlt, du gar keine Freude mehr daran hast, sondern nur noch die Freude ist nur noch im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal hat man und man redet sich ein, es macht Spaß. Dabei ist es nur im Kopf, aber man fühlt es nicht. Wenn du ganz ehrlich bist. Also da ein bisschen ein Auge drauf halten, dass du dein Feuer lebst. Wir haben hier die Gerechtigkeit, Luftenergie, Waage-Energie, Königin der Schwerter, Luftenergie und der Hierophant, Stierenergie. Hier könnte eventuell eine Entscheidung kommen, eine sehr wichtige Entscheidung, die etwas wieder ins Gleichgewicht zurückbringt. Weil irgendwo scheint ein Ungleichgewicht zu sein. Es kann auch ein Vertrag sein, der aufgelöst werden sollte oder irgendein anderes Thema. Aber denk daran, das sind ja die Herausforderungen, die wir hier haben. Das heißt, die Entscheidung fällt dir nicht einfach. Es kann sein, dass du das Ungleichgewicht nicht so sehen möchtest. Oder das Gefühl hast, ich schaffe das, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Ich halte mich halt zurück oder ich balanciere das aus, aber es geht nicht. Ich sehe, dass hier eine Entscheidung kommen muss. Also es könnte sich im Verlauf vom Jahr, könnten auch mehrere Entscheidungen sein, die dich immer wieder daran erinnern, hey, Gleichgewicht. Ich sehe auch das mit Königin der Schwerter, Luftenergie. Ich sehe das hier sehr stark kopflastig. Bisschen aufpassen, dass du nicht zu verkopft wirst. Königin der Schwerter analysiert, ist auch Vorbote für Gespräche und Entscheidungen. Also es kann sein, dass sich hier Dinge zeigen, die du loslösen darfst, solltest, aber dass du das zuerst wie überanalysierst. Und vielleicht brauchst du dieses Analysieren, aber es darf nicht überanalysiert werden. Also da ein bisschen schauen, dass du Dinge nicht zerdenkst. Und Königin der Schwerter löst sich von allen Verstrickungen, die sie zurückhalten. Weil Königin der Schwerter ist auch deine Energie, lieber Zwilling. Löst sich von den Verstrickungen, die einem zurückhalten. Weil Zwilling, die Energie von Zwilling ist fließend, ist sehr schnell von der Energie her. Und der Kopf, die Gedanken von Zwillingen sind sehr schnell, aber die drehen sich nicht im Kreis. Wenn ein Zwilling sich im Kreis dreht im Kopf, dann ist immer Alarmzeichen. Dann ist es ein Zeichen, dass man sich in einer Art Sackgasse befindet. Weil das muss wie fließen, wie ein Fluss. Und nicht so ein Kreis. Das darf nicht sein. Es könnte auch sein, dass hier ein Luftzeichen-Thema wird, weil wir hier Doppelluft haben. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass hier der Hierophant noch liegt. Der Hierophant steht auch für Beziehungen oder für Verbindungen, für Verträge oder Weiterbildungen. Eventuell könnte hier ein Thema kommen, beruflich gesehen, vielleicht eine Umschulung oder etwas Neues, was du vielleicht angehen möchtest. Aber dafür musst du wie etwas ablösen vielleicht oder einen Job kündigen oder wie etwas loslassen. Und ich sehe, dass du hier abwägst, ob sich das lohnt oder nicht. Und ich sehe, dass das so ein bisschen die Herausforderung ist, dieses Abwägen. Bei anderen sehe ich sogar, wenn du das Thema Liebe hast, vielleicht auch das Thema Trennung oder Beziehung.
Oder reicht es für die nächste Ebene der Beziehung? Reicht mir das oder eben nicht? Eventuell auch zwischen zwei Menschen stehen, muss aber nicht sein. Aber der Hierophant kann auch für Beziehung und Heirat stehen. Also hier scheint wie etwas Neues möchte kommen. Aber vorher musst du wie aufräumen. Schauen wir mal. Die Gerechtigkeit. Drei der Stäbe. Eventuell ändert sich ein Ziel oder du überlegst dir, deckt sich der Weg mit meinem Ziel? Haben wir ein Ziel gemeinsam? Oder ist das mein Ziel? Führt dieser Weg mich zum Ziel? Königin der Schwerter. Falls du auf der Suche nach Liebe bist, kann es auch sein, dass es gespiegelt ist, dass dein Gegenüber noch mit dem Thema Scheidung, Trennung zu tun hat und dass eben das die Herausforderung ist. Oder ob man doch noch dem Ganzen eine Chance geben möchte. Das kann natürlich auch dein Thema sein. Ass der Münzen, ja, ui, du willst es wissen. Ja, das finde ich gut. Du darfst nach mehr streben, sehe ich. Du darfst mehr wollen. Liebe und Beruf. Zwilling, du darfst jetzt mehr wollen. Ganz, ganz wichtig, sag's nochmal. Und ich sehe, dass du das eigentlich weißt. Du machst dir Gedanken, ist das meine Chance, ist das keine Chance? Aber es ist eine Herausforderung, es fällt dir nicht so einfach, das zu erkennen. Der Hierophant, aber die Energie liegt da, dass du entscheiden kannst. Oh, Wassermann-Energie und Löwe-Energie. Ich sehe, dass du hier eine neue Chance annimmst. Oder annehmen solltest. Es ist was Neues. Etwas, was dich eigentlich sehr, sehr glücklich macht und dich träumen lässt. Aber davor musst du eine Entscheidung treffen. Löwe-Energie und Wassermann-Energie. Ja, ich glaube, du machst das. Ich habe das Gefühl, du machst das. Vielleicht könnte es etwas verzögert kommen, aber ich glaube, du machst das. Falls es um eine Weiterbildung geht, ist das Thema, glaube ich, nicht neu. Ich glaube, das begleitet dich schon länger. Bei den meisten begleitet sich, also ist das schon länger ein Thema. Oder vielleicht auch Wissen weitergeben, könnte auch sein. In der Liebe sehe ich hier ganz große Chance für Beziehung, vielleicht sogar Verlobung oder einfach die nächste Ebene. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man sich zuerst von jemandem trennt oder ob man sich eben überlegt, decken sich unsere Vorstellungen oder eben nicht. Es geht ganz stark um den Weg. Haben wir den gleichen Weg oder eben nicht? Ich glaube, es steht mit dem Thema. Oder möchte jemand das vom Leben und ich möchte das? Es sind solche Gedanken. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Zwilling? Es könnten ab und zu ein bisschen Triggerpunkte kommen. Das heißt, dass so ein bisschen die Stimme der Angst kommt, lieber Zwilling. Hier ist aber einfach wichtig, dass du der Stimme der Angst nicht folgst. Also erkenne, was ist die Stimme der Wahrheit. Erkenne, was ist die Stimme der Intuition, was ist die Stimme der Angst. Die Stimme der Angst möchte dich klein halten. Die Stimme der Angst möchte dich in der Komfortzone halten. Möchte eigentlich einfach, dass du in der Stagnation bleibst, in der Sackgasse. Das möchte die Stimme der Angst. Dich in einen Käfig sperren. Vertrau deiner inneren Stimme und
Ich glaube, dieses Thema wird dich mehrmals begleiten in diesem Jahr. Was liegt im Schatten? Was hast du gar nicht auf dem Schirm, lieber Zwilling? Was möchte sich dir zeigen? Ritter der Kelche, ui, also das ist das hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch nicht überrascht, wenn du eine Beziehung beendest im Jahr 2025 und eine ganz große Liebe begegnest, was du nicht kommen siehst. Wäre ich auch nicht überrascht. Also hier eben im Schatten liegt eine Herzensverbindung, Liebe, aber es liegt im Schatten. Oder vielleicht erwartest du nicht, dass diese Verbindung vielleicht auch in diese Größe kommen kann oder dass jemand so kommen könnte. Beruflich gesehen sehe ich hier Erfolg. Also hier liegt der Kelch des Erfolges, der Anerkennung. Aber es liegt im Schatten. Ich habe das Gefühl, du musst wie eben dich getrauen, in deine Größe zu kommen und dich nicht mehr klein machen, dich nicht mehr zurückhalten, eben dieses Runterschlucken, aufhören, dieses Zurückhalten, was ich vorher so ein bisschen wahrgenommen habe. Und ich glaube, diese Entscheidung, dieses Ungleichgewicht ist eben genau das Thema, diese Zurückhaltung. Wo hältst du deine Wahrheit zurück? Wo machst du was an, damit es anderen gut geht? Oder wo bist du so Roboter-Modus? Analysier das mal oder sei einfach achtsam im Jahr 25, dass dir das einfach bewusst wird, dass du nicht in einen Roboter-Modus reinkommst. Weil eben im Schatten liegt was Großes. Ja, mein lieber Zwilling, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.